Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spieler-SBC mit Dries Mertens aus dem Versus-Event und heute startet die Eisphase und ja, das beschert uns einige neue, veränderte Spieler in den Packs. In der Eis-Variante tatsächlich haben wir aber auch noch die Feuerspieler in den Packs. Ja, das sorgt ordentlich für Verwirrung. Mal gucken, wie lange das noch besteht. Vermutlich läuft heute alles wirklich erst im zweiten Anlauf. Ich erinnere mich gerne auch an die UEFA Champions League Achtelfinalauslosung. Also, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir schauen uns Dries Mertens natürlich im Detail an. Die beiden Spielerversionen, aus denen ihr wählen könnt. Gibt es natürlich kleine Besonderheiten. Und natürlich werde ich euch auch eine günstige SBC-Lösung mit an die Hand geben. Aktuell bezahlen wir dafür ca. 120.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Mal gucken, ob es auch ein paar Packs zurück gibt. Ja, ein 20k-Pack nehmen wir gerne mit und hier noch ein kleineres Pack, nicht der Rede wert. Und dann würde ich sagen, um uns den Spieler anzuschauen, müssen wir tatsächlich in den Dream Sword gehen und uns den Mertens mal anzeigen lassen. Okay, hier haben wir die drei Spielerversionen, die momentan im Spiel verfügbar sind. Die 86er sind die neuen Karten und hier haben wir die Feuerkarte. So auf den ersten Blick zwischen der Feuer- und Eiskarte kein Unterschied, haben gleiche Skills und das wird tatsächlich bemängelt. Ja, man hätte ihnen gerne 5 Sterne Skills gegeben oder 5 Sterne schwacher Fuß. Ja, aber dann wäre die Karte auch tatsächlich vielleicht 100 oder 200.000 Coins teurer. 86 ist sie bewertet. Ich würde mal sagen, das ist ein nettes Inform-Upgrade gegenüber seiner normalen Goldspielerkarte. Okay, mal gucken, ob wir auf der zweiten Seite sehen wir natürlich nichts. Und jetzt wird es hier ein bisschen interessanter. Wir haben hier einen Unterschied zwischen Passen und den Schusswerten. Und da sehen wir natürlich einen kleinen, aber feinen Unterschied. Ich möchte jetzt hier nicht durcheinander kommen. Die Feuerkarte, die hat mehr Schusswerte. An der Zahl sind es genau 3 und dafür 6 weniger Passen gegenüber der Eiskarte. Und das ist der einzige Unterschied, welches wir hier haben. Ich denke mal, spielt ihr auf den Mertens vielleicht auf der 10er-Position, kommt euch vielleicht eher das Passen zugute, obwohl ich tendiere eher zu den Schusswerten. Das kann man ja immer ganz gut ausgleichen. Muss man mal gucken, was man ihm geben kann. Tatsächlich mit dem Pace, da muss man schon nachhelfen, denn 82 Sprintgeschwindigkeit, ja, da muss man tatsächlich Hunter geben. Und Hunter pusht natürlich auch die Schusswerte. Trotzdem, ich würde ihm Hunter geben. Er braucht einfach das Tempo. Ich würde da auch nicht experimentieren, irgendwie mit einem Catalyst oder so. Kann man machen, wenn man ihn ein bisschen nicht so im offensiveren Bereich spielt oder vielleicht eher auf dem Flügel. Aber da sehe ich ihn tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist ein wirklich guter, quirliger Zehner. Aber das müsst ihr natürlich entscheiden. Vielleicht natürlich auch im Sturm einsetzbar. Vielleicht habt ihr sogar einen Politano gemacht und dann ist das einfach eine gute Option. Er bringt sogar sehr, sehr gute Trades mit. Er hat 3 offensive Trades. Hier auch kein Unterschied. Angeschnittenen Schuss, Flair und den Außenrissschuss. Ich habe die Goldspielerkarte gespielt und ich finde die Karte schon in der 84er-Version sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, er spielt sich wirklich ausgezeichnet. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten SBC und das sind die Bedingungen. Wir brauchen einen Belgier, Team of the Week, mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt für diese SBC genau 7 Tage nach Release Zeit, sie abzuschließen und dann könnt ihr es nicht mehr tun. Alle Teams könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, jetzt würde ich sagen, legen wir endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt
Für die erste SBC circa 43.000 Coins. Das war also der erste Streich, der zweite folgt zugleich mit der Serie A SBC. Und natürlich auch, wie es der Name verrät, brauchen wir einen Serie A-Spieler, ebenso einen Team of the Week-Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und ihr könnt, falls ihr einen 84er Team of the Week-Spieler bereits im Team habt, könnt ihr etwas sparen, sogar genau sind es 12.000 oder 13.000 Coins, die ihr euch damit einsparen könnt, wenn ihr einen aus dem Verein heraus nehmt. Mal gucken, ob ich zum Beispiel einen drin habe, den ich theoretisch dafür einsetzen könnte. Und ja, ich könnte hier einen 86er einsetzen, würde ich allerdings nicht machen, da der ja natürlich ein bisschen teurer ist, aber vielleicht kann man dann vom Rating hier etwas runtergehen und auf der Position vielleicht einen 82er, 81er hinstellen, je nachdem, was dann benötigt wird. Okay, ich würde sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 75.000 Coins. Und damit habt ihr Dries Mertens abgeschlossen und er gehört euch nun in der, entweder in der Feuer- oder Eis-Version. Lasst mich mal gerne wissen, für welche Karte ihr euch entschieden habt. Mein Favorit auf den ersten Blick, ich finde auch das dynamische Bild, ist ja kein Animationsbild, aber das dynamische Bild, vielleicht von der Feuer-Variante etwas besser als die Eis-Variante. Ich finde aber grundsätzlich, das ist ja Geschmackssache. Arbeitsraten hochgering, als Stürmer vielleicht auch sehr, sehr interessant. Da ist natürlich vorrangig die mit den Schuss geboosteten Werten vielleicht sogar die bessere Variante. Solltet ihr vielleicht auf der 10er spielen oder eher eine Pass-Variante bevorzugen, dann natürlich die Pass-Variante. Lasst es mich mal gerne wissen. Ich hoffe aber, dass ich euch trotzdem helfen konnte. Natürlich mit der SBC-Lösung, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.